Willkommen zu einem weiteren Teil der kleinen Baudoku-Serie von uns zum neuen Multi-Launch Watercoaster von Mack Rides im Freizeitpark Plon. Inzwischen ist wieder einiges passiert. Der Name wurde bekannt gegeben. Donnerwind wird die Weltneuheit heißen. Außerdem gibt es auch bereits Artworks zu den Booten. Da werfen wir gleich auch nochmal einen ganz besonderen Blick drauf. In den letzten 3 Teilen der Baudoku-Serie haben wir euch alles gezeigt. Vom Anfang, wo es nur einen abgelassenen See und ein Loch gab und Fundamente gesetzt wurden, über den zweiten Teil mit der Auseinandersetzung, was kommen soll, und das Setzen der ersten Stützen. Und im letzten Teil ging es um Gebäude, Infrastruktur und vor allem die Montage der Achterbahnschienen. Und woher diese kommen und wie sie gebaut werden, zeigen wir heute. Dafür geht es zu Mack Rides, Achterbahnen made in Germany. Mack Rides ist ein Familienunternehmen in 8. Generation und wurde 1780 von Paul Mack in Waldkirch, Baden-Württemberg gegründet, wo auch heute noch das Unternehmen seinen Sitz hat. Von kleinen bis zu den ganz großen Freizeitparks dieser Welt. Alle vertrauen auf die Qualität und Expertise von Mack Rides. Aber wo und wie entstehen nun die Achterbahnen, insbesondere die Achterbahnschienen? Ich bin der Florian Trinkgeld, wir sind hier bei Mack Rides. Ich bin Angestellter und bin als Fertigungskoordinator angestellt hier. Und meine Aufgaben sind, die Fertigung zu koordinieren. Ich habe ungefähr 30 bis 35 Personen, die die Arbeit koordinieren und schauen, dass das immer läuft. Jetzt hier sind wir in der Biegehalle. Die Biegehalle, wir biegen hier Achterbahnrohre für die Achterbahnschiene. Wir bekommen Stahlrohre angeliefert von verschiedenen Firmen, hauptsächlich von Bendeler. Deutsche Firma und verschiedene Längen und verschiedene Wandstärken. Auch der Durchmesser ist sehr entscheidend, was wir dafür arbeiten. Das Rohr wird gebogen, indem man einen Biegeplan erstellt hat. Von der Konstruktion bekommen wir einen Biegeplan und mit der Hand von dem Biegeplan biegen wir die Rohre und messen die mit einer Stichmaßlehre den Radius genau nach. Die Schienenrohr liegt jetzt in der Biegemaschine. Es gibt da 3 Rollen. Es gibt eine feste Rolle und 2 bewegliche Rollen. Die 2 beweglichen Rollen fahren wir jetzt bis auf Anschlag zum Schienenrohr und fangen dann an zu biegen. Durch die Zustellung der losen Biegerollen biegt sich natürlich das Rohr um diese feststehende Rolle. Das Biegen ist bereits unglaublich wichtig. Im Weiteren ist es wichtig, alle Einzelteile der Schiene präzise miteinander zu verbinden. Nur gibt es bei einem Watercoaster natürlich noch Besonderheiten. Wir haben gebogene Rohre, die lagern wir praktisch auf unserem Rohrlager hier. Ja. Dann haben wir eine Nullebene, indem man die Rohre oder die Schiene dann zusammenbaut. Wir legen die Nullebene Rohre in verschiedene Lineale ein und bauen dann die Traversen erst ein. Zuerst werden die Fahrschienen eingebaut. Danach, wenn die Traversen komplett zusammen sind, wird die Schiene aus der Nullebene rausgeholt und dann wird sie da hingelegt. Auf der Station, auf dem Boden praktisch, bauen wir die Seitenrohre ein. Die Seitenrohre, die haben verschiedene Zwecke. Hier ist jetzt eine fertig eingebaute Watercoaster-Schiene. Hier sieht man, die großen Rohre sind die Fahrrohre, wo das Boot drauf fährt. Da an der Seite haben wir ein kleineres Rohr,
das ist das Seitenführungsrohr, dass das Boot in der Bahn bleibt. Dieses größere Rohr ist ein Abheberohr, dass das Boot praktisch nicht nach oben fährt und nach oben rauskommt. Und dieses kleine Rohr, das ist ein Notlaufrohr, falls die Seitenräder abfällt, damit das Boot nicht von der Spur kommt, sondern dass die Seitenkufe dann an dem Rohr hängen bleibt. Sehr unwahrscheinlich, dass sowas passiert, genau, da mussten viele Zufälle auf einmal kommen, damit das Boot runterfallen würde. Aber wenn es ist, haben wir immer noch ein Notlaufrohr. Genau, normalerweise haben wir ja nicht so viele Rohre auf einer Schiene, sondern normal haben wir einen Radkasten, der was ja um die Schiene herum geht. Da wir aber keinen Radkasten haben, sondern ein Boot, das was auch schwimmen soll und das abheben soll. Darum haben wir diese Rohre an der Seite. Die Poseidon-Schiene ist eine alte Schiene und wir haben jetzt dann umgestellt auf eine neue Schiene. Leichter zu bauen, viel leichter zu fertigen auf alle Fälle. Genau. Und hier kommt natürlich noch eine Traverse hin, eine Stoßtraverse nennt man das. Das sieht man dann da. Das ist dann eine Stoßtraverse und diese Traverse verbindet die andere Schiene zusammen. Mit der die Schienen wenn wir die Rohre eingebaut haben, sägen alle 8 Rohre in einmal durch, damit wir eine Ebene haben und bauen dann diese dicke Stoßtraverse ein. Es geht natürlich auch weiter mit Besonderheiten. Der Schussauslauf wird nochmal ein wenig anders gefertigt. Hier gibt es kein Sicherheitsrohr, sondern ein Sicherheitsblech. Somit kann das Wasser besser und vor allem spektakulärer dem Boot weichen. Aber nicht nur die Schienen kommen von Mack Rides. Man braucht auch Boote für eine Fahrt mit der ganzen Familie in dieser tollen Attraktion. Und im Freizeitpark Plon will man es wissen und legt den Fokus nicht nur auf eine spektakuläre Fahrt, sondern richtet auch auf die Optik ein besonderes Augenmerk. Genau, jetzt stehen wir gerade hier bei uns in der Glasfaser-Kunststoffwerkstatt. Da geht es um Glasfasern und Epoxidharz. Dementsprechend werden hier alle Plastikteile für unsere Fahrzeuge gebaut, modelliert und dann schlussendlich auch montiert an die Fahrzeuge. Genau. Klassischer Watercoaster, auch wenn wir ihn launchen. Das Watercoaster-Boot ist genau das gleiche, das wir auch jetzt bei den anderen Projekten einsetzen. Wird natürlich ein bisschen unterschiedliche Thematisierung bekommen. Wir haben hier ein nordisches Thema, heißt wir bauen an unser klassisches Watercoaster-Boot noch Elemente an, damit das eben zu dem Thema entspricht. Wir haben hier in-house eine Designerin, die sich extra darum kümmert, dass die ganzen Ideen vom Kunden auch so übersetzt werden, dass sie dann A, technisch funktionieren bei uns, können wir sie richtig anbringen. B, muss dann Safety natürlich nochmal drüber schauen, halten die Teile, machen die irgendwelche Probleme beim Ein- oder Aussteigen. Und dann schlussendlich ist es überhaupt technisch umsetzbar, dass es so aussieht, gut aussieht. Das ist immer so ein Annähern. Also man sieht immer, klar, kostentechnisch muss ich irgendwie gucken, dass ich im Rahmen bleibe. Und auf der anderen Seite möchte man natürlich das Maximum rausholen. Und da haben wir natürlich, dadurch, dass wir eine Designerin haben, die auch schon ein bisschen die Grenzen kennt, können wir das natürlich schön regulieren und steuern. Kriegen dann auch Zeichnungen vom Kunden und die können wir dann übersetzen von Artwork zu den technischen Zeichnungen, die wir dann da sehen. Genau, es ist bei uns so, wir haben jemanden, der schnitzt die tatsächlich aus Styrodur. Das ist ein fester Stoff, ähnlich wie Styropor, nur noch ein bisschen fester. Ja, eher so ein Blumensteckschaum, das kommt dem ganz schön nahe, genau. Und den kannst du eben schneiden, den kannst du raffeln, schnitzen, da kannst du wirklich viel damit machen. Und da wird tatsächlich ein 1:1 Modell erstellt, also wirklich in Lebensgröße, muss man sich bei einer Achterbahn schon in großen Dimensionen vorstellen. Also eine Rückenschale ist dann schon sehr, sehr groß. Hier arbeiten wir jetzt mit Schilden, wir haben einen Drachenkopf, wir haben einen Schwanz von einem Drachen dort modelliert, der in der Holzoptik daherkommt. Also da muss man dann diese Holzfasern rein modellieren. Und man muss sich natürlich aus diesem beige anmutenden Schaum irgendwann mal vorstellen, dass das natürlich auch noch lackiert wird und dann eben diese einzelnen feinen Strukturen dann auch noch schön herauskommen. Und genau das wird hier tatsächlich von Hand noch modelliert. Wir setzen bei größeren Projekten oder wenn es sehr technische Sachen sind, wie ein Auto oder irgendeine gerade Fläche, setzen wir natürlich auch 3D-Fräsen ein, die dann das Ganze schön glatt fräsen, damit wir eine gerade Struktur haben. Aber ansonsten, wenn es um solche künstlerischen Sachen gehen, haben wir hier jemanden im Haus. Genau, also du hast immer ein original großes Bauteil, da wird dann mit Glasfasern auch wieder komplettes Negativ erstellt, da kommt eine Trennschicht rein und anhand dieser Trennschicht hast du so eine Art Kuchenform, Backform und mit der
kannst du dann beliebig viele reproduzieren. Wir behalten auch diese ganzen Formen auf, also auch dieses Watercoaster-Boot, das wir hier haben, das ist eine Form, die liegt bei uns im Lager und die können wir immer wieder herausziehen, um immer die gleichen Formen zu erstellen. Und so ist es auch mit den ganzen Deko-Anbauteilen. GFK wird erstmal, ist ein reines Plastik, also da haben wir noch keine Achsen drin, wir haben noch nicht die Sitze, wir haben noch nicht die Pumpen oder die Bügelverriegelung, die sind alle noch nicht da, die kommen alle in unser Werk nach Herbolzheim. Dort in Herbolzheim findet dann sozusagen die Hochzeit beim Auto statt, bei uns ist es eben dann die Hochzeit von Boot- und Stahlbau, wird dort zusammengearbeitet, sind ungefähr so, ja, um die 5000 Teile, die an so ein Boot rankommen mit Schrauben und allem drum und dran. Und dann kommen die eben zum Kunden und können dann getestet werden. Während noch die letzten Teile montiert werden und sich bald auf den Weg nach Sachsen machen, wird auf der Baustelle weiter fleißig montiert, installiert, Kunstfelsen modelliert und bald auch programmiert. Mehr dazu in einem der nächsten Teile zu unserer Baudoku-Serie von Mack Rides Multi-Launch Watercoaster Donnerwind im Freizeitpark Plon.